Hi ihr Lieben, heute kommt mal eine Folge über diese kleinen Dinger hier, die Plektren, weil es da immer wieder ganz viele Fragen gibt, die mich auf unterschiedlichsten Wege erreichen, auch im Unterricht und so weiter. Was ist überhaupt das richtige Pick für mich und wofür braucht man welches Pick? Welche Picks gibt es überhaupt? Und wenn ich dann eins gefunden habe, wie halte ich das Ding eigentlich? Wie fest halte ich das Ding? Und wie treffe ich mit dem Ding? Das ist ja eigentlich unsere einzige Verbindung zur Seite. Wenn man jetzt die Anschlagshand nimmt, wie treffe ich am besten auf die Seite und was macht das für Unterschiede? Und genau diese Fragen möchte ich heute mal so ein bisschen adressieren. Ich werde es auch auf jeden Fall ein bisschen mit Soundbeispielen machen. Also ihr werdet auch ein bisschen Unterschiede hören. Und ja, wir legen einfach mal los. Es geht ja schon so bei der Frage, was ist überhaupt richtig? Ein ganz schwieriges Wort in dem Fall, weil es ist wie so oft auf der Gitarre, ein richtig gibt's nicht wirklich. Das geht schon los beim Namen. Wie nennt ihr das Ding? Ich nenne es Pick. Manche nennen es Plektrum, Plektron. Ich habe schon Plättchen gehört. Ich habe noch irgendwie viel exotischere Sachen gehört, die mir nicht mehr einfallen. Die meisten Leute sagen entweder Plektrum oder Plek oder eben Pick. Ich werde jetzt Pick wahrscheinlich sagen. Ich habe jetzt mal kurz die Gitarre weggelegt, weil ich euch die auch gleich mal aus der Nähe zeigen will. Worin unterscheiden sich eigentlich Plektren? Also vor allem im Material. Die ich jetzt alle habe, sind sowohl, soweit ich weiß, alle aus Nylon. Es gibt aber auch, Steinpicks. Ich habe schon mal einen Steinpick gespielt, irgendwo auf einer Messe. Es gibt Holzpicks, es gibt alle möglichen. Ich hatte mal welche, die waren aus so einer Pappkarte ausgeschnitten. Also Pappe ist auch ein mögliches Material. Der Brian May von Queen, der spielt immer so eine 5-Pence-Münze irgendwie, also dann Metall. Metall ist auch ein schönes Material dafür. Die meisten, die man so sieht und im Handel findet, sind aus Nylon. Und außer im Material unterscheiden die sich eben auch sehr vehement in der Dicke. Ich habe jetzt mal welche mitgebracht. Das ist ein 0,46er, also 0,46 Millimeter. Da seht ihr genau, das lässt sich biegen ohne Ende. Ich hoffe mal, es ist jetzt gerade scharf. Das sind so mittlere. Mittel heißt, würde ich sagen, ab 0,73 bis so 1,5, würde ich mal sagen. Lässt sich schon nicht mehr so easy biegen. Und hier habe ich einen 3,0er. Da lässt sich wirklich gar nichts biegen. Das geht dann eher schon so in die Richtung Stein und Holz. Und jetzt auch, ihr habt schon gesehen, die Form ist ganz unterschiedlich, ne? Also es gibt einmal so ganz klein zum Beispiel wie dieses Jazz 3, das habe ich ewig lang gespielt, über 10 Jahre oder so und dachte die ganze Zeit, okay, das ist absolut perfekt. Jetzt mittlerweile bin ich bei den etwas größeren Dunlop Flow Picks, also Größenunterschied ist so, falls ihr das seht. Es gibt auch so dreieckige, da kam ich ehrlich gesagt nie so richtig mit zurecht, warum man die spielt, aber manche Leute mögen das eben. Das sind so die, achso genau, dann gibt es noch welche, die haben so extra Grip. Also ich glaube, das wird man jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber die haben so wie so Stacheln oder so. Das finde ich ganz unangenehm. Aber manche Leute finden das echt cool, weil die dann so schön in der Hand haften. Und ich finde das gerade nicht cool. Ich möchte, dass das Plektrum ein bisschen wenigstens Spiel hat und nicht da so haftet. Aber es ist totale Geschmackssache. So, jetzt gehen wir mal direkt an die Gitarre. Einerseits ist natürlich ein Grund, warum man ein bestimmtes Plektrum auswählt, dass es irgendwie bequem in der Hand liegt. Ein anderer Grund ist aber auch, warum man auch verschiedene Plektren einfach besitzen sollte. Das ist der Grund, dass es einfach auch ein bisschen unterschiedlich klingt, sich vor allem auch unterschiedlich anfühlt, wenn man auf die Seite trifft. Zum Beispiel bei so einem ganz, ganz dünnen, bei so einem 0,46er, da spiele ich jetzt einfach mal so ein kleines Metal-Riff. Und da merke ich schon, das ist ganz, ganz komisch, weil dieses Plektrum sich einfach jedes Mal, wenn ich die Seite berühre, verbiegt es sich so leicht. Und das bietet überhaupt gar keinen Widerstand. Das heißt, das kriege ich irgendwann auch hin, aber es ist einfach irgendwie nicht so angenehm. Jetzt wechsle ich mal direkt aufs 3,0er. So, da ist es jetzt, ups, falscher Pickup, habe ich noch von vorhin. Da bügelt das Plektrum einfach so durch die Saiten und es fühlt sich irgendwie butterweich an. Es ist relativ einfach, das zu spielen.
Das Problem ist aber, wenn man dann ein bisschen filigraner wird, also irgendwie so. Das geht jetzt auch irgendwie, aber es fühlt sich irgendwie falsch an. Für mich jedenfalls. Deswegen nehme ich eben immer gerne so ein Zwischending. Und ein Zwischending ist, wie gesagt, eben zum Beispiel, ich habe jetzt hier genau ein 1-0er oder ein 1-5er, wenn man ein bisschen metaliger unterwegs ist. Das kommt natürlich, wie gesagt, voll drauf an, was man so spielt. Ich mache jetzt mal so einen Clean Sound und ich spiele jetzt einfach mal so einzelne Saiten. Ja, dieses Breng. Das ist halt, klingt halt ziemlich schön, weil die Saite so nacheinander, also weil das Plektrum relativ lang sozusagen den Kontakt zur Saite irgendwie behält, weil natürlich es sich mitbiegt und nicht sofort über die Saite rüberschreddert. Während jetzt bei einem 3-0er das klingt, finde ich, so ganz dumpf und irgendwie, ja, nicht so nach Breng, das klingt so. Kann natürlich auch sein, dass man gerade das für seinen Song haben will, ne? Aber also in der Regel, zum Beispiel im Studio haben wir es jetzt so gemacht, so diese Picking-Sachen, die sind alle mit einem dünneren Pick passiert. Aber live nehme ich eigentlich, also da wechsle ich jetzt nicht irgendwie, wenn dann plötzlich ein anderer Part ist oder so, wechsle ich nicht schnell das Plektrum, sondern da ist es mir halt wichtig, dass ich ein Plektrum habe, das so alles kann, also so ein Allrounder. Und das sind eigentlich diese 1,0 bis 1,5 Millimeter Dinger. Und zum Beispiel auch bei Funk klingt es mit dem ganz, ganz dünnen 0,46 Plektrum, klingt es ganz, ganz komisch. Ich merke dann immer so, das drückt immer so gegen meinen Daumen in die Richtung, in die ich immer gespielt habe. Fühlt sich einfach komisch an, als würde dieses Plektrum gleich zerbrechen. Habe ich irgendwie immer die Angst so ein bisschen. Also gar keine Stabilität mit dem Ding. Also ich habe jetzt wieder das 3,0. Da kommt man zwar schön durch, also es buttert gut durch, aber dadurch, dass dieses Ding halt, es hat halt fast gar keine Spitze irgendwie. Das ist halt eher fast schon so rund. Das kommt gar nicht richtig irgendwie zwischen die Seiten. Also das brettert da halt so drüber und dadurch fehlt mir irgendwie so ein bisschen diese Brillanz. Also man muss natürlich dazu sagen, die Unterschiede sind minimal. Ne? Also man fühlt es eher beim Spielen, dass das komplett eine unterschiedliche Sache ist. Und bei der Leichtigkeit, wie man spielen kann, als dass man es jetzt wirklich hört. Ich fand bei den da war es ziemlich deutlich. Wir haben jetzt hier nochmal das Funk-Ding mit dem 1,0er. Ist halt so ein gutes Mittelding. Jetzt nochmal, wie hält man überhaupt das Plektrum? Ich glaube, die Folge, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, aber ich erzähle es gern immer wieder. Und ich komme dazu mal ein bisschen zu euch. Ich erkläre es immer so, die Hand ist möglichst, also vom Handgelenk her möglichst gerade. Und man macht hier so den Triggerfinger. So. Dann legt man das Plektrum hier so rein, also nicht irgendwie so und auch nicht so, sondern dass es gerade so ist, dass das Plektrum da so drüber hängt. Und dann babscht man hier den Daumen drauf. Jetzt kann man zum Beispiel auch noch sich aussuchen und überlegen und je nachdem, was man gerade spielt, ob man eher das Plektrum weiter nimmt. Dann hat man ein bisschen mehr Plektrumgeräusch und es wird ein bisschen mehr, also bei diesem Breng zum Beispiel, da würde ich das so machen oder bei so einzelnen cleanen Noten zum Beispiel. Wenn man eher schneller spielen will und weniger, also Plektrumspitze nimmt natürlich auch ein bisschen mehr Plektrumspitze, nimmt natürlich auch ein bisschen Geschwindigkeit. Dann würde ich eher so kurz das nehmen. Dann muss man wieder aufpassen, da ist man schnell bei Pinch Harmonics. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Kommt drauf an, ob man das will oder nicht. Ja, weil da ist natürlich der Daumen schnell am Start. Ist alles Entscheidungsstil und so weiter Sache.
Und ja, das wäre schon mal eine gute Haltung. Was ich auch sehr oft sehe, das zeige ich euch gleich nochmal an der Gitarre, ist, dass Leute das so vorschieben. Das sieht dann irgendwie so aus, sehe ich dann immer. Also so mache ich es immer. Und jetzt sehe ich viele Leute, die es so machen, dass sie den Daumen so irgendwie da drüber schieben. Und dann sieht man hier, dass das Plektrum so riesenweit übersteht. Also über die Kante von dem Zeigefinger. Ne, so ist bei mir. Und so ist anders. Und ich finde, so hat man irgendwie gar keine Kontrolle mehr. Deswegen, ja, würde ich euch so empfehlen. Jetzt kommt es noch drauf an, wie und in welchem Winkel ich überhaupt die Saite treffe. Man kann jetzt entweder parallel spielen, also wirklich, dass das Plektrum weder nach unten noch nach oben irgendwie gewinkelt ist. Man kann, das mache ich meistens, das Plektrum so leicht drehen, weil dadurch trifft sozusagen nicht die komplette Kante, die dann wieder Widerstand hat auf die Seite, sondern ihr geht so mit der Plektrumspitze mit. Also es wird sozusagen, ihr könnt es leichter so drüber ziehen. Ist auch wieder für Schnellspielen und so weiter, sage ich mal, ganz hilfreich. Und auch für so Sachen wie dieses Metallica Shred-Zeug. Ja, da macht es einen Unterschied, ob ihr das so macht. Das ist nicht so ganz einfach. Und hier ist das wirklich wie Butter geht es durch, weil natürlich die Saite dann diese Krümmung von dem Plektrum die Seite mitnimmt. Also erste Entscheidung, ob man es eben genau parallel macht oder ob man das Plektrum so ein bisschen dreht. Zweite Sache, gegen die man sich entscheiden muss, ist Pick Slanting. Was ist Pick Slanting? Das haben wahrscheinlich viele von euch schon mal irgendwie so gehört. Und da gibt es eine ganz große Serie drüber von Troy Grady, die heißt Cracking the Code. Das sind, glaube ich, 15 Folgen oder so, wo der genau analysiert hat, wieso Leute, die schnell spielen können und wie die ihr Pick halten. Das ist super interessant, das ist super nerdy. Wenn ihr mal wirklich viel Zeit habt, schaut es euch an. Ich habe das immer so zum Frühstück irgendwie geguckt. Und im Grunde geht es darum, wie ich jetzt auch wieder die Seite treffe. Und zwar, ob ich parallel spiele oder ob ich mein Plektrum so leicht runterkippe. Weil der Punkt ist, ich kann es auch hochkippen. Das wäre dann Upward Pick Slanting und das ist Downward Pick Slanting. Gibt ja aus dem Namen irgendwie Sinn. Und die Idee dabei ist, dass man eben schneller spielen kann, wenn man, normalerweise würde man denken, man spielt so parallel. Ne? Dann würde man aber, wenn man schnell spielt, wenn man halt über mehrere Seiten gehen muss, ich habe das jetzt parallel gespielt, hat man so ein bisschen das Problem, dass man bei jedem Anschlag eigentlich gegen die nächste Seite stößt. Also so. Wenn man aber das Picks ein bisschen runterkippt, dann ist es einfacher, weil man das Plektrum natürlich immer bei jedem Anschlag so rauszieht. Also man geht an der Seite vorbei. Wie gesagt, das guckt euch gerne mal bei Troy Grady an. Ich will da jetzt gar keine riesen Episode draus machen. Der erklärt es wirklich komplett im Detail. Deswegen nur die Grundidee. Also wenn ich so spiele, stoße ich gegen die Seiten und bin da sozusagen gefangen. Wenn ich das Plektrum kippe, dann passiert es nicht. Dann kann ich eben raus und rein gehen. Das ist zum Beispiel auch bei so Arpeggi und Sweeping und so weiter ein Thema. Wenn ich jetzt eher so von tief nach hoch gehe, dann kippe ich natürlich mein Plektrum eher so. Weil wenn ich so mache, dann probiert es mal bei euch selber aus. Das klappt eigentlich gar nicht, weil ihr ja die Spitze sozusagen immer rausziehen müsst aus den Saiten. Wenn ihr aber so das macht, da kippe ich immer so ein bisschen das Plektrum dann und ziehe, oder deswegen heißt es ja Sweeping, sweepe im Prinzip
so über die Seiten. Das ist der Witz dabei. Und jetzt gibt es noch einen Punkt, den habe ich vorhin schon ein bisschen mit diesem Grip und so weiter, den manche Plektren haben, angeschnitten. Wie fest hält man das Plektrum? Und ich glaube, der Denkfehler ist immer so ein bisschen, okay, ich spiele jetzt irgendwie was Härteres, also dann muss ich ja bestimmt auch mein Plektrum fester halten, weil der Anschlag muss ja fester sein. Da stimmt nur die Hälfte davon. Also der Anschlag muss tatsächlich fester sein, aber ihr haltet trotzdem das Plektrum ganz, ganz leicht. Also wenn ich das hier mache, dann ist mein Plektrum trotzdem ganz, ganz leicht gehalten. Und weil sobald ich irgendwie festmache, dann merke ich das sofort im Unterarm. Also der Unterarm muss völlig entspannt sein, sonst könnt ihr das nicht über eine Songlänge irgendwie machen. Der Witz dabei ist aber, quasi die Härte im Anschlag kommt eher so aus dem Impuls. Also der Impuls, im Prinzip die Geschwindigkeit, mit der ihr euer Plektrum nach unten bewegt und nach oben bewegt. Also wenn ihr entspannt so macht, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das kann man nicht so richtig zeigen, weil ich das nur im Handgelenk fühle, wie stark dieser Impuls ist und wie schnell. Ja, der Impuls, der aus eurem Handgelenk kommt, der ist fest und der ist schnell. Das heißt aber, das wirkt sich nicht auf die Haltung von eurem Plektrum aus. Ganz wichtiger Unterschied, deswegen lohnt es sich auch erstmal ein bisschen vielleicht auf der tiefen E-Seite rumzuprobieren, dass man wirklich entspannt ist und eben trotzdem einen festen Anschlag haben kann. Also mal bewusst wirklich sagen, okay, ich darf jetzt nicht irgendwie krass Muskeln da anspannen oder irgendwie mein Plektrum festhalten. Also selbst wenn ich so härtesten Metal spiele irgendwie, dann kann ich immer mein Plektrum trotzdem gerade so rausziehen. Mir selber oder jemand anderes könnte es rausziehen. Fester halte ich das nie, weil dann verkrampft es direkt. So, ja, das Thema mit dem Plektrum ist halt, wie gesagt, sehr, 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 sehr individuell und sehr, 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 sehr abhängig von dem, was man gerade spielt. Das habt ihr jetzt so ein bisschen gesehen und gehört. Und ich hoffe, dass ihr da euren eigenen Weg findet. Das ist tatsächlich auch das ist wie mit einem Verstärker oder so weiter oder dem Sound. Ist ja auch ein ganz großer Teil des Sounds. Dass man eben, ja, es ist so eine Reise irgendwie. Also ich habe am Anfang mit eher dünnen Plektren gespielt. Dann habe ich irgendwie 10 Jahre lang diese Jazz 3 Picks gespielt. Und jetzt spiele ich irgendwie seit einem halben, dreiviertel Jahr diese Flow Picks, von denen ich vorher dachte, oh, die sind mir viel zu groß. Wie gesagt, manche Leute mögen es gerne mit Grip. Damit komme ich gar nicht zurecht. Ich will halt, dass das Plektrum schon so ein bisschen sich irgendwie bewegen kann. Genau, das ist auch noch ein Punkt, den wollte ich vorhin noch sagen. Es gibt Leute, die versuchen das dann zu kompensieren, dass dieses Pick irgendwie, dass sie das noch nicht so richtig halten, dadurch, dass sie sich so Plektren holen, die eben dann so ein Grip, eine Grip-Hilfe irgendwie haben. Das habe ich auch gemacht, weil mir früher das Plektrum irgendwie auch aus der Hand gerutscht ist und so weiter. Das liegt aber eher dran, dass man es eben nicht, wie ich es vorhin gezeigt habe, halt so hält, sondern dass man irgendwie den Daumen zu weit vorne hat oder das Plektrum gleich irgendwie so ganz lang hält. Da kommt es also eher dann auf den richtigen Griff an, als dass das Plektrum irgendwie zu glatt ist und wegrutscht oder so. Weil also es ist völlig egal, welches Plektrum ich hier halte, wie glatt das ist, das wird nicht wegrutschen, weil der Grip gerade so, genau, das ist ein bisschen wie am Stäbchen essen oder so, der ist genau so, dass ich das eben gut halten kann und es mir auch nicht aus der Hand rutscht. So, ich glaube, ich habe mal so ein paar Fragen rund ums Plektrum, die ja immer wieder kommen, beantwortet. Ihr könnt auch gerne irgendwie noch andere Fragen stellen. Vielleicht fällt euch ja noch irgendwas ein, was mir jetzt gar nicht eingefallen ist. Ich habe jetzt einfach mal so einen kleinen Rundum-Schmiss gemacht. Und ich hoffe, dass ihr auf eurer Suche nach dem Plektrum eurer Träume oder eurem Lebensabschnittsplektrum fündig werdet. Und ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Vielleicht habt ihr es auch schon gemacht. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.